Einen schönen guten Abend zusammen in die Runde. Wir freuen uns für diesen Zoom-Info-Abend und euch herzlich willkommen heißen vor den Toren Berlins hier in Hoppegarten, direkt hinter der Stadtgrenze. Sind wir jetzt auf unserem Baugrundstück, was wir erwerben durften, und freuen uns über das Interesse, was ihr habt, mehr über das ganze Gebäude, das ganze Projekt zu erfahren. Ihr kennt uns, Christian, und Hallo. Ich bin Theo, wer mich nicht kennt. Und wir möchten euch durch den Abend führen, haben noch ein paar andere Mitarbeiter hier, die uns mithelfen und assistieren. Und ihr dürft die ganze Zeit über gerne über die Chat-Funktion auch Fragen loswerden. Und dann versuchen wir die mit zu beantworten. Ich wollte beginnen, Christian, ein bisschen darüber zu sprechen, warum wir überhaupt einen neuen Spalier brauchen bei einem wachsenden Weinstock. Irgendwann haben wir dieses Bild mal angefangen. Wenn ein Weinstock größer wird, braucht man auch ein größeres Spalier. Wir feiern 25 Jahre Jubiläum als EWDC. Was ist denn passiert in der Zeit? Sind wir nicht immer noch einfach 3 Mitarbeiter und 5 Lehrer, die irgendwo sich vorbereiten und dann unterrichten? Ja, es war mal so, dass wir uns in der Küche getroffen haben und im Wohnzimmer das Abschlussfest gefeiert haben. Die Zeiten sind vorbei. Mittlerweile sind wir an 3 bis 4 Standorten diesen Jahr und haben, ich glaube, bei der Absolvierung sind da über 600 Leute an den verschiedenen Standorten. Also es ist gewachsen, erheblich gewachsen, und wir müssen dem auch Rechnung tragen. Wir müssen einfach was machen. So sieht das aus. Wir können nicht in der Küche bleiben. Obwohl ich gerne in der Küche bin und esse, aber wir müssen mehr als essen. Wir müssen geistig essen. Wie viel sind denn mittlerweile in der Verwaltung dieser 400 Schüler, die an den 4 Standorten unterrichtet werden, jede Woche da? Wir haben in der Verwaltung, sagen wir so, wir haben ein Familienfest geplant für den 22. Juni. Da feiern wir 25. Jubiläum. Und ich dachte, kommen wir mit so ungefähr 90 Leuten zurecht. Ich sage, 90 Leute ist mit Ehepartnern immer, aber Mitarbeiter und Ehepartner und Kinder. Ja. Und da waren wir bei über 184 sogar. 184 Mitarbeiter, Ehepartner und deren Kinder. Das Team ist gewachsen von einer Gruppe mit dir, Martin. So, was wir jetzt sind. Also. Das ist einfach häufig die Rückfrage, die wir bekommen. Ja, was passiert denn eigentlich alles und wieso braucht ihr mehr Platz? Wir sind im Moment mit dem EWDC in den 25 Jahren jetzt nur am Berliner Standort mittlerweile an 4 Standorten verteilt. Genau. Und das nur in Berlin. Und diese 4 Standorte, inklusive hauptsächlich der Verwaltung, den Arbeitsplätzen, den Büros und dem Lager für den Versand, platzen aus allen Nähten. Die Mitarbeiter sitzen sehr eng aneinander. Und wir bräuchten jetzt eigentlich einen 5. Standort, einen neuen Standort, ein Palettenlager und vieles weitere. Da ist häufig eine Frage da, ob wir denn noch an der Schillingbrücke sind in der Innenstadt. Wie ist es da gelaufen? Das sind wir schon seit einiger Zeit nicht mehr, obwohl wir sind da geblieben, aber nicht mit als Verwaltung, nicht als Standortbüro oder dergleichen, und auch nicht mehr die Unterrichter. Einzelne Klassen finden da statt. Aber weil das so groß geworden ist, mussten wir andere Räumlichkeiten in Kaulsdorf finden und an anderen Orten und auch teilweise Homeschool. Wir machen das so, dass teilweise Leute an einen Tag kommen, die eine Gruppe, die andere kommt an den nächsten Tag, weil das einfach die Räumlichkeiten sonst zu eng sind und wir uns denn auf den Füßen stehen sozusagen. Das ist nicht so, das ist natürlich, weil wir sehr viele Schüler haben. Wir haben erstmal die Schüler, die in Live kommen an die 4, 5 Standorten, aber wir haben dann auch noch Online-Schüler und Klassen, die online sind, und insgesamt bedienen wir fast 1000 Schüler im Moment, und das ist sehr viel, und da ist natürlich Verwaltung dahinter, das ist ganz normal. Ja, und da sind viele Teilzeitler dabei, aber wenn wir zusammenkommen, insbesondere dienstags und donnerstags, sind wir in der Regel weit über 25 Leute im Büro. Und so ist es gewachsen. Seit Dezember 2021
hat der Herr uns schon neue Räume geschenkt in einem Industriegebiet in Ostberlin, in Kaulsdorf, ja, ein paar Kilometer jetzt stadteinwärts. Das war auch ein Wunder für sich. Ja. Ja, ein Vermieter, der immer an der untersten Grenze der Mietpreise war. Deswegen haben wir schon immer versucht, dort reinzukommen in dieses Industriegebiet. Aber er hatte immer ganz groß in seinen Anzeigen drinstehen, keine Anfragen von religiösen Gruppen. Und das war 2021 ja eine andere Geschichte, wie der Herr uns dorthin geführt hat und wie wir jetzt die ganzen 5 Jahre schon da sein können und einen Riesensegen dort haben. Aber auch da wird's eng und neben der ganzen Schulverwaltung, neben den ganzen Lehrgängen, die ich denke, die meisten Geschwister, die jetzt hier zuschauen, dabei sind, kennen. Was macht denn der Verlag alles? Weil wir sprechen ja auch von Lagerplatz für den Verlag. Der Verlag ist so gewachsen. Also gerade heute haben wir ja ein Treffen gehabt und wo ich gefragt habe, wie viele Titel haben wir denn überhaupt? Wir haben über 100 Titel, die aktiv sind. Und dann, woran arbeiten wir dann? Zum Beispiel die Bibel, die Esra-Bibel, da werden wir bestimmt noch drüber sprechen. Aber allein das ist ein Riesenprojekt, dass wir das überhaupt machen dürfen. Es war für uns einfach ein Wunder. Dann haben wir auch viele wichtige Bücher auf den Markt bringen dürfen. Biblische Lehre und auch vieles für die Kinder und auch für die Ehen und für Männer und Frauen und biblische Seelsorge. Also da ist super viel und das ist natürlich alles, braucht Lager und das Lager ist viel zu klein mittlerweile und wir müssen uns überlegen, wie wir selbst bis zu dem Zeitpunkt, wo dieses Gebäude fertig sein soll, Lagerplatz finden. So viel brauchen wir im Grunde. Ja, so alle 4 bis 6 Wochen spielen die Lagermitarbeiter Tetris, um zu schauen, wie sie Paletten ändern können. Und viele von euch kennen vielleicht die Esra-Bibel-Webseite. Ja, das Esra-Bibel-Projekt ist ja jetzt schon ein paar Jahre bekannt. Und die Esra-Bibel-Webseite benutzen viele, aber viele wissen gar nicht, dass der Programmierer der Esra-Bibel-Webseite, er sitzt auch dort im Büro, das ist unser Thomas. Ja. Aber Thomas ist nicht einfach nur Programmierer, er ist auch noch Lehrer und Lehrgangsleiter von Musikdienst. Und dann ist er noch in der Gemeinde bei uns ein extra Ältester. Und er hat noch 5 Kinder und eine Frau. Dieses ganze Multitasking ist einfach, wie die meisten von uns im Team unterwegs sind. Und das ist ein Riesensegen und gleichzeitig immer wieder spannend zu jonglieren. Ja, da haben wir den Verlag, da haben wir noch eine Webseite und Blogartikel. Ja, wir werden nachher Alex mal fragen, wie viele Leute sich diese Blogartikel durchlesen. Es sind so hohe, immense Zahlen, was einfach sehr, sehr ermutigend ist zu hören. Da geht's natürlich auch viel Arbeit, die man da vorbereiten muss und wo die Platz brauchen für. Ja. Und das ist nicht nur einfach ein Computer, vor dem sie sitzen, sondern das ist ein Team, mit dem sie zusammenarbeiten. Genau, das sind halt diese 25 Leute. Ja. Und wie viel waren die mit Familien? 184. Ja. Und das nimmt zu. Wir haben allein in der einen Gemeinde, die mehr oder weniger auch mit den EBTC zu tun hat, die Eckstein-Gemeinde, wir haben allein 4 Hochzeiten bis August. Wir haben x Geburten und das ist nicht nur in meiner und eurer Gemeinde, unserer Gemeinde so, ist bei dir ein Leuchtturm so, ist in Hoffnung und Licht. In jeder Gemeinde, wir erleben wirklich ein Wachstum in alle Richtungen. Ja, und gleichzeitig reden wir immer wieder davon, dass EBTC hoffentlich Missionsprojekt wird für viele auf ihren Herzen, auch für viele Gemeinden. Ja. Aber wir wollen Mission auch leben. Ja. Sprechen wir ein bisschen über unser Herz für Mission und wie wirken wir in die Mission außerhalb unserer 4 Wände im Moment? Unglaublich. Das sind Sachen, die wir selber nicht begreifen. Wir hatten vor 2 Jahren haben wir eine Einladung gekriegt nach Saudi-Arabien. Dort haben wir einen Kursus geleitet und die haben schon abgeschlossen. Das sollte noch weitergehen. Wir haben nach Japan Anfragen gehabt. Wir haben ganz in Europa, natürlich überall in Europa. Und wir haben laut dem, was ich jetzt verstehe, haben wir 13 Sprachen, in denen Bibelkunde läuft. Weitere 2 in Arbeit. Und dazu gehört auch Indien zum Beispiel. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn das erstmal anfängt, dann ist es eine Frage der Zeit, wo das Fahrt aufnimmt. Da gibt es sehr viele kleine Gemeinden überall. Das nächste, wir wollen auch zum Beispiel das in Chinesisch machen. Auch diese Sachen werden alle müssen produziert werden. Ich bin auch jetzt nächste
In 2 Wochen bin ich in der Türkei. Und da arbeiten wir mit einer Bibelgesellschaft zusammen. Wir versuchen also vieles zu machen, was auch missionarisch einen großen Wert hat, weil das nicht nur die Einzelnen betrifft, sondern hauptsächlich Gemeinden. Und wir sehen einfach auch dadurch Gemeinden insgesamt gestärkt. Nicht nur Deutsche, das natürlich hauptsächlich, weil wir auch 45 oder sowas Ähnliches, 43, 45 Gemeinden haben, die aktiv unser Programm benutzen und auch Bibelkunde haben in Deutsch, aber eben auch international. Und das beinhaltet wirklich viel Zeit und Arbeit, mit den Gesprächen das alles umzusetzen, mit denen zu helfen, das einzurichten und manchmal auch eben hinzufahren. Und das ist natürlich in Situationen wie Saudi-Arabien oder Japan nicht einfach so möglich. Das kann man einfach nicht machen. Und das sind alles Länder und Sprachen, in denen wir beginnen, Gemeinden und Bibelschulen zu unterstützen, Bibelkunde anzufangen. Und aufzubauen dadurch. Mit Bibelkunde eigentlich eine Bibelschule aufzubauen. Nur ein Gespräch letzte Woche. Da ruft mich einer an aus Baltimore, Maryland. Und ich dachte, warum ruft er mich an? Und er sagte, in Amerika haben die doch alles. Da haben die doch die Bibelkunde, also was. Und er sagte, er hat überall rumgeguckt. Das ist eine wachsende Gemeinde, große Gemeinde, evangelistische Gemeinde. Und da hat er überall rumgeguckt und gesagt, wir haben nichts, was sowas wie ihr macht, Bibelkunde, wie ihr das anbietet. Das ist so grundlegend gut gemacht und mit den Hausaufgaben, mit den Mentoring und mit den Tutoring und mit den Unterrichten und mit der Gemeindearbeit zusammen. Das wollen wir auch. Und da haben sie uns eben um Hilfe gebeten. Und für mich war das erstaunlich, dass Amerika uns fragt, die wir eigentlich von denen lernen, dachten, na, umgekehrt ist das jetzt im Moment und wir freuen uns darüber. Ja, das ist sehr, sehr spannend, neben dem, dass wir auch deutsche Gemeinden ermutigen, unterstützen, als Gemeinde Bibelschulen anzufangen, wie du gesagt hast. In all dem Ganzen, worin lag denn vor 25 Jahren dein Masterplan, als du CBDC gegründet hast? Also, ich habe mich hingesetzt und das Einzige, was ich machen wollte, ich wollte den Freunden und Familien, den Gemeinden, mit denen ich verbunden war, die Bibel erklären und die Bibel lernen. Und für mich war das Grundlegendste einfach Bibelkunde und Grundlagen des Glaubens, einfach grundlegende Sachen zu erklären. Und daraus ist alles andere gewachsen. Und das natürlich gehörte dazu Predigt, dazu biblische Seelsorge, Auslegungspredigt und dergleichen. Und also der Anfang war ganz simpel und alles ist nur entstanden aus der Frucht, die Gott uns versprochen hat, dass sein Wort nicht leer ausgehen wird. Ja. Und das erleben wir und da sind wir einfach begeistert von. Ja, Wahnsinn. Das ist der Dienst, wie er gewachsen ist. Das ist das, was der Herr heute anvertraut hat, aufgrund seines Wirkens und letztlich der grundlegenden, einfachen Überzeugung, dass die Bibel das ist, was eine Bibelschule als Lehrbuch benutzen sollte. Das stimmt, aber da waren auch gehorsame Männer dabei, wie einer wie du das bist und deine Familie insgesamt. Überhaupt die richtigen Personen zur richtigen Zeit und keiner von denen war dafür ausgebildet. Sie haben es alle gelernt während der Arbeit. Die haben das einfach gemacht. Und der Herr hat auch von vielen Seiten, ähnlich wie er es in 1. Korinther beschreibt, Leute zusammengefügt, die eben verschiedene Teile beigetragen haben. Ein Schlüssel war und ist natürlich auch da die ECG in Hellersdorf, wo alles begann, in den Kellerräumen. Ja, Dein Büro hatte kein Fenster. Genau. Meins hatte wenigstens eins hinter der zweiten Tür. Das war ein Bunker. Das war solide. Ja, das sind eigentlich der Dienst, den der Herr mit aufgebaut hat. Wir werden viel mehr darüber sprechen auf der Hirtenkonferenz in 4 Wochen. Aber jetzt zu den ganzen Räumen, wenn der Dienst so groß ist, brauchen wir denn wirklich neue Räumlichkeiten? Wo sind die ganzen Wachstumsschmerzen? Vielleicht hat Alex da schon ein paar Fragen von euch mitgebracht, kann uns ein paar stellen dazu.
Ja, ist schön, euch alle zu sehen. Ich habe euch alle schon drüben in unserem kleinen Ü-Wagen beobachten können. Vielleicht wolltet ihr auch mal wissen, wo wir hier gerade stehen. Ich weiß gar nicht, hattest du das schon gesagt? Na, vor den Toren Berlins in Hauptgarten bis jetzt. Und genau. Wir zeigen gleich nochmal ein Bild. Genau, und das ist natürlich nicht unser Neubau, den ihr hier im Hintergrund seht. Ich wollte das natürlich nur noch mal kurz sagen. Und die große Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme von einigen Leuten, die noch nie bei uns waren: Braucht ihr eigentlich überhaupt neue Büros und für wen überhaupt? Und mich würde mal interessieren, ihr habt ja alle eine Chat-Funktion und ihr dürft uns gerne alle Fragen da reinschreiben. Die werden wir jetzt dann auch beantworten. Aber wenn ihr zumindest mal kurz reinschreiben könntet, wer von euch schon mal bei uns in den Büros in Kaulsdorf war? Schreibt das mal eben rein, das wäre mal sehr interessant zu wissen. Aber vielleicht könnt ihr mal kurz was dazu sagen, wie das aussieht. Ja, viele Leute kennen die Schillingbrücke von den Seminaren und fragen sich, wieso da denn nicht genug Mitarbeiter reinpassen. Ja, also Kaulsdorf, müsst ihr euch so vorstellen, ist eine Autowerkstatt gewesen. Die Ausstellungsfläche des Autohauses hat die Gemeinde bekommen, die Freikirche Leuchtturm. Und die Reparaturbereich der Werkstatt, den hat das EBDC bekommen. Der war zuerst verfügbar. In diesem Reparaturbereich war irgendwann einer der Geschäftsführer, der den ein bisschen ausgebaut hat für die Mitarbeiter der Werkstatt, sodass da ein paar schöne Räume dabei sind. Mhm. Eigentlich kann man sich vorstellen wie ein Pausengruppenraum mit Kaffeemaschine. Mittlerweile sitzen dort 4 Mitarbeiter im Pausenraum plus einer Meetingbox. Und dann gehen 2 Großraumbüros weiter, wo ich glaube 24 Tische drin sind auf nicht vielen Quadratmetern. Einfach so viel, wie viel passt. Aber wir haben Licht. Wir haben auf jeden Fall große Fenster an der Seite. Ja. Und das nächste Büro ist das Büro von Matthias und die ganze Tonstudio-Kabine, in der die Grace to You Aufnahmen gemacht werden. Viele von euch kennen vielleicht die Predigten schon, die aufgenommen werden. Dann kommt mein Büro und dein Büro. Ja, und das sind eigentlich auch Meetings, also Treffen, wo Treffen stattfinden. Ja, und vielleicht könnt ihr mal ganz kurz sagen, dein Büro, Matthias Büro und dein Büro, das waren ja vorher gar keine Büros. Das war ja was ganz anderes. Ja, ich glaube, Matthias Büro war der Umziehraum für die Mitarbeiter mit WC. Mein Büro war die Werkstatt für die Kleinteile. Und Christians Büro war einfach nur Reifenlager. Ja, dann jetzt was anderes gelagert. Ja, wir haben ja schon ein paar Leute zu Besuch gehabt. Ich sehe schon ein paar schreiben, dass sie da waren. Einer schreibt sogar, dass er jede Woche da ist. Ich vermute mal, das ist ein Mitarbeiter. Aber wir haben ja die Erfahrung gemacht von Leuten, die durchgegangen sind. Und was haben die gesagt? Also ich habe noch niemanden erlebt, den wir einmal durchgeführt haben, der irgendwie noch die Frage nochmal gestellt hat, ob wir neue Räume bräuchten oder größere Räume bräuchten. Der einzige Raum, der schön ist, das ist das von meinem Büro. Aber und dann, sobald ich weg bin, dann sind die wie Hyänen alle und gehen die drauf, weil das ist ein bisschen größer. Alle Räume, man hat kein Einzelbüro wirklich. Das ist auch nicht, und das ist nicht einfach, wenn man viel mit Gemeinde und Schule macht, weil da sehr viele persönliche Gespräche und Treffen sind. Ja, da haben wir übergangsweise eben so Meetingboxen installiert, die wir auch lieben gelernt haben, wo man seine Ruhe hat und mit strengen Büroregeln gearbeitet, dass man sich nicht zu viel unterhält, sodass wir möglichst effektiv arbeiten können. Und gleichzeitig genießen alle, dass man zusammensitzt. Ja, es ist sehr effektiv, weil über den Flurfunk sozusagen man viel mitbekommt. Ja. Aber eine der Sachen, wir hatten vorhin schon mal drüber gesprochen, wir sind das natürlich alles schon mal durchgegangen und haben uns Gedanken gemacht, warum auch Büroregeln bei uns eingeführt werden mussten. Ja, wenn so eine Schulverwaltung, da kannst du vielleicht mal kurz von erzählen, wie viele Schüler die betreut und was das im Tagesgeschäft eigentlich heißt. Für die Bürosituation. Die 400 Schüler, die stellen ja unzählige Anfragen. Ich weiß gar nicht, wie viele 1000 Chat-Nachrichten über dieses kleine, schöne Chat-Symbol der Webseite der Markus mit seinem Team beantwortet. Aber es ist weit vierstellig, weil die Schüler Fragen haben. Und das ist super. Wir möchten erreichbar sein. Und natürlich die Telefonate genauso. Und dafür wechseln sie dann den Arbeitsplatz, stehen auf, gehen in die Meetingbox, wenn es mal Telefonate gibt und die vor allem auch persönlicher sein könnten.
Eine der Fragen, die ich auch immer wieder mal gestellt bekomme, irgendwie an den Schulstandorten oder wenn ich unterwegs bin, ist, dass Leute fragen, macht es nicht eigentlich Sinn zu mieten? Ich war letzte Woche noch in Detmold unterwegs mit einigen Männern aus der Gemeinde und wir sind abends unterwegs gewesen und dann sagte einer, ja, sag mir mal, wieso mietet ihr nicht einfach was? Und dann haben wir ein paar Zahlen durchgesprochen. Ja, und dann hatte Theo mir vorhin noch erzählt, dass, wann hattet ihr Gemeindegründungsseminar? Ja, letzte Woche. Letzte Woche Gemeindegründungsseminar und da war das Thema Finanzen und da kam die gleiche Frage auf und dann wurde er sogar darum gebeten, diese Frage mal in 3 Minuten zu beantworten und ich glaube, das ist definitiv sinnvoll, heute Abend auch mal zu beantworten, weil warum sagen wir nicht einfach, es gibt Räume, wir mieten und wir müssen uns nicht so einen Aufwand machen und ein neues Gebäude bauen. Genau. Ja, mieten oder kaufen. Wir als Gemeinde Leuchtturm, Matthias und ich sind aktuell dort die Ältesten. Wir hatten auch die Gemeindestunde gerade vor wenigen Wochen und haben der Gemeinde die gleiche Frage beantwortet. Mieten oder kaufen? Die Antwort ist, die Frage stellt sich jeder beim Eigenheim genauso. Aktuell, vielleicht für die Berliner Verhältnisse etwas besonders, aber sind in Berlin alle Gewerbemietverträge Indexverträge. Das heißt, sie steigen regelmäßig mit dem Verbraucherpreisindex. Also wir haben eine Mietsteigerung von mindestens 2% jährlich im Schnitt, haben jetzt in Kaulsdorf in diesem Industriegebiet 4.500 Miete und 4.000 Miete, also 8.500 jetzt schon Miete. Wir müssten unbedingt ein neues Büro und neue Lagerflächen anmieten, was weitere 6.500 schnell kosten wird. Das heißt, aktuell wären wir, wenn wir die Erweiterung machen, bei 15.000 € monatlicher Miete. In 10 Jahren 2% Steigerung sind wir bei 18.000 monatliche Miete und hätten ungefähr 1.200 Quadratmeter Platz auf mit diesen zusätzlichen Räumen. Wenn wir in 10 Jahren vorausgehen mit dem Bau, dann haben wir nicht 1.200 Quadratmeter, sondern wir haben 3.400 Quadratmeter Fläche und die gleiche Belastung von ungefähr 18.000 monatlich. Das ist einfach, wie schnell es sich rechnet und nach 10 Jahren hat es sich schon gelohnt und danach erst recht. Wie man das auch oft in dem privaten Umfeld natürlich kennt. Ja. Genau, ich glaube, du wolltest jetzt weitermachen mit Erik. Ja, ich meine, der ganze Teil von dem Gebäude, was wir uns jetzt angucken wollen, geht eigentlich über die Gegend und die Nachbarschaft. Und Erik kann gleich mal die Pläne bringen, aber bis dahin könnt ihr euch die Umgebung einmal angucken, wo wir hier stehen und ein bisschen die Vogelperspektive einblenden. Wir haben für ein Grundstück seit eigentlich 11 Jahren gebetet, also auch schon mit der Schillingbrücke. Es war eigentlich die erste Gebetserhörung. Und von außen sieht das ganze Grundstück, natürlich das bestehende Gebäude, sehr, sehr heruntergekommen aus und es ist es auch und trotzdem ist es für uns eine riesen Gebetserhörung. Ihr seht hier im Umfeld des ganzen Gebäudes, was unten in der Mitte ist, noch eine Menge Grünfläche. Ihr seht einen Sportplatz, das heißt hinter uns ist direkt eine Grundschule und Oberschule. In der weiteren Umgebung ist noch viel Grün, noch viel Platz. Wir freuen uns, dass wir mal aus dem Fenster gucken können und zukünftig und nicht einfach nur Beton sehen. Und auch lieber hören wir die Schulkinder reden, anstatt was über uns die Tischlerei sägen, die aktuell über uns sind und hin und wieder mal über uns schweben. Das ist einfach das Umfeld jetzt dieses Grundstücks und wir wollen euch gerne ein bisschen die Pläne zeigen, wie sie aufgebaut sind. Und Erik kann da mal ein bisschen helfen. Ich glaube, wir beginnen mal, was haben wir denn hier für eine Etage? Den Keller. Wir haben eine Menge Pastoren und Leiter gefragt im Laufe der Jahre der Vorbereitung, was sollten wir unbedingt tun und was sollten wir unbedingt lassen? Und die hauptsächliche Antwort, die wir bekommen haben, war, wir haben gebaut und wir hatten zu wenig Lagerflächen.
deswegen haben wir uns entschieden, das gesamte Gebäude zu unterkellern. Das heißt, wir haben einen Keller von ungefähr 1200 Quadratmetern. Der ganze obere Teil hier, der später dann da hinten sein wird, ist nur für die Paletten und für die Bücher gedacht. Aktuell ist unser Palettenlager, man kann sagen, ungefähr ein Drittel davon. Also wir haben mehr Platz für die Paletten. Aber der Rest vom aktuellen Lager ist auch noch hier weiter mit verteilt. Wir haben einen Bereich für den Versand, der tatsächlich mal Tageslicht bekommt. Auch das haben unsere Versandmitarbeiter aktuell nicht. Das heißt, hier im Keller mit einer größeren Böschung Tageslicht reingebracht für die Arbeitsplätze und dann eine Menge Lagerplatz, einfach für viele, viele Aspekte. Wir möchten hier im Keller auch ein zweites Videostudio einbauen für den ganzen Online-Unterricht, der häufig stattfindet mittlerweile. Und aktuell muss für jeden Online-Unterricht Rüstzeitaufbau von ungefähr 2 bis 3 Stunden geplant werden, wo die gesamte Technik aufgebaut wird. Dann ist von 19 bis 21 Uhr der Zoom-Unterricht, zum Beispiel die Musikmodule. Und nach 21 Uhr sind die Männer dann dabei, bis 22 Uhr abzubauen, damit für den nächsten Tag alles wieder bereit ist und die gleichen Flächen für das Bürogeschehen genutzt werden. Und hier möchten wir einfach ein dauerhaftes Videostudio einbinden, auch im Keller. Natürlich weitere Lagerflächen und Technikflächen hier. Das glaube ich mal genug für den Keller. Was haben wir als nächstes hier? Das ist die EWTC Büroetage. Wir könnten auch hier sagen, dass die aktuellen Büros mehr oder weniger genau die Hälfte sind von dem, was wir zukünftig auf dieser Etage haben. Entschuldigung, das ist nicht das Büro, das ist die Wohnung. Das ist mal kurz das Büro. So, da ist das Büro. Mal genauer hingucken hier. Also das ist die Büroetage. Die Hälfte ungefähr ist aktuell das Büro in Kaulsdorf. Also auch hier haben wir ungefähr die doppelte Fläche. Das ganze Großraum-Feeling ist im Moment sehr wenig Wände etc. eingezeichnet. Einfach nur aus dem Grund, damit wir flexibel bleiben in den nächsten Jahren, wie immer wir die einteilen. Da kommen natürlich mehr Unterteilungen hin, aber die festen Wände, die statisch notwendig sind, sind erstmal die notwendigen eingezeichnet. Und dann endlich mehr WCs. Ja, die wichtigste Frage unserer Mitarbeiter ist, wie viele WCs werden wir haben? Aktuell müssen die teilweise in ein anderes Gebäude. Und dann Meetingräume. Auch da haben wir im Moment wenige. Das ist die ganze EWTC-Etage. Natürlich einen großen Pausenraum, wo wir mit den 25, 30 Leuten zusammen sein können. Dann ein Bereich, der doppelt genutzt wird von Gemeinde und Bibelschule, ist dann der ganze Regie- und Studiobereich. Hier kann für jedes Seminar und für jede Gemeindeveranstaltung alles, was so den Stream und sonst was betrifft, auf der Empore sozusagen, ist so ein Zwischengeschoss, was mit in den Saal hineingucken kann, da sein. Dann haben wir einen Tonstudiobereich, wo irgendwie die ganzen Tongeschichten laufen können, sowohl die Predigten eingesprochen werden können und auch da kein Auf- und Abbau mehr nötig ist. Und dann kennen einige von euch Ralf Konrad mit der Tonproduktion, die auch hier dann ihr Zuhause findet. Und der Bereich ist so groß, dass da auch mal jemand singen kann und wir ihn aufnehmen können, wenn wir dann hoffentlich diesen Dienstbereich weiter wieder ins Leben rufen können von einfach Aufnahmen und Musik. Das ist die Büroetage und dann gehen wir mal zur Veranstaltungsetage, das heißt Erdgeschoss. Das haben wir hier. Hier kann ich vielleicht einmal bei dem Zwischengeschoss anfangen. Das heißt, in dem ganzen Saalbereich haben wir hier in dem rechten Bereich eben ein Zwischengeschoss drüber. Hier drüber ist die Regie und der Tonstudiobereich, die eben auf die Bühne hineinschauen können. Und der Saal kann vergrößert werden, wenn mal benötigt, für die größeren Konferenzen. Sonst haben wir hier den Saal mit insgesamt knapp 400 Quadratmetern Fläche. Der Eingangsbereich für die Veranstaltungsflächen von der Seite, das wird da vorne sein, auf unserem Grundstück. Und dann
aus dem Eingangsbereich kann man auch hier wieder in den Veranstaltungsbereich wechseln oder in den südlichen Veranstaltungsbereich. Also auch hier ist eine gleichzeitige Nutzung von verschiedenen Seminaren möglich. Hier im Süden auch mit mobilen Wänden geplant, sodass wir bis zu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Klassen gleichzeitig nur im Erdgeschoss stattfinden lassen können. Und wenn wir in die Büros der Gemeinde noch reingehen, dann haben wir noch mehr. Aber das ist einfach so eine, die ganze Idee ist, verschiedenste Gästegruppen, verschiedenste Seminare beherbergen zu können. In der Mitte WCs, Garderobe und Küche, ganz wichtig. Und die Möglichkeit dann immer nach Osten hin ist der ganze Grünstreifen, wo man immer schön rausgehen kann. Das wird das ganze Erdgeschoss sein, was nochmal ungefähr 1200 Quadratmeter sind. Und dann hatten wir vorhin schon die Wohnungen, die nochmal speziell sind. So. Wir nehmen das mal weg. Genau. Zu den Wohnungen muss man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sagen. Ja, wenn jemand nach Berlin kommen möchte, dann ist die allergrößte Hürde, dass er überhaupt 4 Wände findet, wo er übernachten kann, wo er eine Wohnung findet. Die Mietwohnungslage ist sehr herausfordernd bei uns. Und dann haben wir natürlich eine Menge Helfer. Wir haben mittlerweile einige, die einfach auf eigene Faust mal gekommen sind, für ein Jahr geblieben sind, um zu helfen, um zu unterstützen. Und es war nicht einfach, dann Plätze für sie zu finden, sodass wir hier in dem Dachgeschoss einfach 3 Wohnungen geplant haben und auch flexibel diese Wohnungen unterteilen können, WGs draus machen können für Männer oder Frauen, wenn wir BFD anbieten, freies soziales Jahr anbieten. Einer unserer Mitarbeiter fängt den Ausbilderschein an, sodass wir auch da vorangehen und die nächste Generation zurüsten. Da geht es uns nicht so sehr um einfach nur Ausbildung, sondern die gesamte christliche Arbeitsmoral, die damit einhergeht. Und wir sind so froh, dass wir auch in diesem Bereich Gemeindepraktiker, jungen Leuten, die ein Gap Year, wie man das so schön nennt, machen wollen, oder auch Mitarbeiter, die kommen und mal bleiben wollen, in diesen Wohnräumen dann Platz bieten können. Und natürlich eine Hausmeisterwohnung, weil das brauchen wir auch, sodass das Gebäude schön in Schuss bleibt. Das ganze Gebäude ist geplant mit mehreren Eigentümereinheiten. Ja, die sind alle voneinander getrennt. Wenn ihr Eigentumswohnungen kennt, dann ist das so, dass man die einzeln kaufen kann und wieder verkaufen kann. Das ist hier auch der Fall, sodass dann am Ende in den nächsten Monaten, sobald die Baugenehmigung da ist, werden die Grundbücher auch aufgeteilt, so dass das EBDC sein eigenes Grundbuch bekommt und die Leuchtturmgemeinde ihr Grundbuch bekommt, die eigenen Schulden aufnehmen darf, die auch abgesichert werden. Und so ist es alles geplant, dass diese Aufteilung möglich ist und zu jedem Zeitpunkt sowohl die Zusammenarbeit, die vielfältige Nutzung und die gegenseitige Nutzung der Räume maximal da sein kann, aber auch die Abtrennung da, wo sie nötig ist, gegeben ist und möglich ist. Das, glaube ich mal, die wichtigsten Dinge beim Gebäude. Und die Leute, denen ich diese Pläne gezeigt habe, waren bis jetzt alle total begeistert, einfach zu sehen, wie strukturiert und einfach und gleichzeitig multifunktional sie geplant sind, wie der Architekt, ein Bruder hier aus der Gegend, schon in den ganzen Plänen überall berücksichtigt hat, dass wir mit möglichst geringem finanziellen Baumaterialaufwand von der Statik und von all den Dingen her arbeiten können. Das ist mit berücksichtigt. Einer der Statiker, den ich die Pläne gezeigt hatte, meinte sogar, er hat noch nie in seiner Karriere ein so sauber durchdachtes und so preiswert zu bauendes Pläne gesehen von einem Architekten. Und
Das sind alles Elemente, wie wir einfach sicher gehen wollen, dass hier nicht ein Prestigeobjekt entsteht fürs EWDC nach 25 Jahren, sondern ein Objekt, was funktional ist, was viele gleichzeitige Nutzung ermöglicht, die ganzen Gemeinderäumlichkeiten von dem EWDC-Team genutzt werden können, von den ganzen Seminaren genutzt werden können, ja, von verschiedenen Gruppen gleichzeitig genutzt werden können. All das, was ich gerade schon erwähnt habe, das ist eigentlich unser ganzes Ziel gewesen. Und wenn wir jetzt die Gesamtsumme zusammennehmen, sprechen wir von 3.400 Quadratmetern inklusive dem Keller, den wir haben, was richtig viel ist. Und gleichzeitig das, was wir brauchen. Ja, weniger zu bauen wäre fast schon nicht weise mit all dem, einfach was wie der Dienst gewachsen ist. Und wir haben auch hier bei der ganzen Größe nicht geplant, ins Blaue hineinzugehen in den vielen Möglichkeiten. Es sind viele Nullen hinter diesen Kostenplänen und wir können gleich ein bisschen über Finanzen sprechen. Auch da dürft ihr Fragen stellen, wenn ihr sie habt oder welche ihr habt. Aber auch hier erwarten wir, wenn die Finanzen knapp werden, die geopolitische Lage noch schwieriger ist. Wir haben schon Risikofaktoren eingeplant von 5-10%, nur durch das, was gerade einfach geopolitisch passiert. Mit der Bank sind wir da im Gespräch. Aber selbst wenn das alles zu knapp ist, sind wir sowohl mit der Gemeinde wie auch mit den Mitarbeitern happy, in einen veredelten Rohbau einzuziehen. Es wird alles besser sein als das, was wir bis jetzt haben. Und wir sprechen hier nicht von, wer weiß, wie viel Marmor an Wänden oder Böden, sondern einfach den Platz, der so wertvoll sein wird. Und wenn das nicht ausreicht, dass wir weniger ausbauen, dann können wir sogar noch Ausbaustufen zücken, wo wir dann einige Flächen einfach noch gar nicht ausbauen. Das sind die Risikoüberlegungen, falls Finanzen knapp werden, wenn gewisse Spenden vielleicht nicht reinkommen oder andere Situationen sich weiter verschlimmern, was schnell passieren kann. Also auch in dieser Hinsicht haben wir versucht, mit viel Rat und Weisheit an die Pläne ranzugehen und einen Schritt nach dem anderen voranzugehen. Wenn ihr die Magazinartikel und anderes noch nicht gelesen habt, wie der Herr das alles geführt hat, dass wir überhaupt hier stehen können, kann ich euch nur empfehlen, das nochmal zu tun. Auch das ist auf der Neubau-Webseite. Ganz unten sind die ganzen Artikel, wie der Herr es geführt hat, dass wir überhaupt die Bauvoranfrage bekommen haben. Auf diese Bauvoranfrage haben wir 14 Monate gewartet, ein Widerspruchsverfahren durch und irgendwann gewonnen, weil der Herr es geführt hat. Es war genau an dieser Stelle, wo an einem Termin Architekt, Bürgermeister, Stadtverwaltung, Kreisverwaltung, natürlich wir als Bauherren alle zusammenkamen und Gott einfach gewirkt hat und offenbar gemacht hat, dass die Kreisverwaltung uns Recht gibt, hier zu bauen. Auf so vielerlei Weise hat der Herr schon gewirkt und nun geht es darum, dass es weitergeht. Wenn dieses Gebäude mal steht, wird es für uns auf jeden Fall eine riesige Erleichterung werden für die vielen Dienste, die Gott uns aktuell anvertraut hat. Christian, was haben wir denn für einen Bedarf an Hilfe und Finanzen? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was zu sagen, wie das EWDC sich überhaupt finanziert und was bis jetzt mit den Immobilien und Gebäuden schon passiert ist. Ja, wir haben natürlich einen riesen Bedarf, wenn wir an das Gebäude denken, aber Gott hat uns nach Berlin 2001 geführt, oder 97 wirklich. Da sind wir hier angekommen mit einem VW-Bus. Der wurde in der ersten Nacht geklaut. Alles, was da drin war, wurde rausgeschmissen und dann wurde er verbrannt hinter einer Polizeiwache. Das ist, was wir hatten am Ende. Und heute können wir wirklich sagen, dass all das, was entstanden ist, ist durch Gottes Segen entstanden. Und viele Menschen haben gespendet. Wir haben schon viel Segen erlebt, dass einige Leute auf mich zugekommen sind und sagen, wir wollen investieren, wir sind alt, wir möchten
das, was wir erwirtschaftet haben, sozusagen, wir sind in den 80ern, das möchten wir einsetzen, wo das wirklich Frucht bringt. Und dann sagte er, hast du nicht ein Projekt? Und dann sagte ich, ja klar. Und dann habe ich ein paar Projekte vorgeschlagen. Und dann sagten die, hast du ein Projekt? Dann sagte ich, ja, eigentlich doch habe ich ein Projekt. Und dann bin ich darauf gekommen. Und die haben das Grundstück mitbezahlt. Und diejenigen wollen auch noch mehr machen. Aber sie wollen eben sehen, dass das vorangeht alles und wollen das zusammen machen. Ja, in Brünnötting, also wir haben schon Spenden über 200.000 bekommen. Wir benötigen weit noch mehr als 500.000 Spenden. Wir kriegen Darlehens und du kennst die Zahlen besser. Aber ja, ich habe hier so einen schönen Ausdruck mitgebracht. Ja. Ich weiß gar nicht, ich muss hier in die Kamera, glaube ich, halten. Ja. Auf natürlich einem tollen Klemmbrett. Das sind nur die Spenden, die jetzt für dieses Projekt aktuell mit reingekommen sind. Wie Christian sagte, das Grundstück ist zum Teil bezahlt und zum Teil auch jetzt schon mitfinanziert. Wir brauchen noch 505.000 Euro an Spenden fürs Gesamtprojekt. Wir haben schon 180.000 an Darlehen bekommen, sowohl in den letzten Tagen, da haben wir ja schon ein bisschen über die Darlehen mitgesprochen. Aber auch hier brauchen wir eigentlich noch 800.000 an Darlehen. Das hört sich sehr viel an, wenn wir an einzelne Privathaushalte natürlich denken. Aber es ist auch eine tolle Gelegenheit als Gemeinde, ja, vielleicht eine größere Summe einfach als Darlehen zu geben. Das Ganze sind Möglichkeiten zu dienen. Und dann haben wir ja knapp 1 Million eigentlich an Eigenleistung geplant. Auch hier hört sich das sehr viel an. Ich spreche gleich ein bisschen mehr davon. Wenn wir diese ganzen Optionen sehen, ja, kommen wir insgesamt auf einen Anteil von dem, was Geschwister tun und direkt beitragen, von 2,5 Millionen in der Summe, was ein riesiger Anteil ist. Und dann ungefähr die zweite Hälfte der Gesamtfinanzierung übernimmt dann die finanzierende Bank. Ja, am 10. Mai werden wir all diese Zahlen einreichen dürfen bei unserer finanzierenden Bank, die die Freikirchenbank ist, und wir freuen uns sehr über all die Gespräche, die wir bis jetzt hatten mit Ihnen und die Dienstbereitschaft. Aber ich möchte hier noch mal ein bisschen über die einzelnen Möglichkeiten genauer sprechen. Wenn wir davon sprechen, dass wir Spenden benötigen und von 505.000 Euro sprechen, dann sind das Spenden, die direkt gegeben werden können, natürlich, aber es sind auch Spendenzusagen, die einfach innerhalb der nächsten 3 Jahre irgendwann gegeben werden können. Also die Spendenzusagen werden komplett mit eingerechnet von der Bank. Entweder gleich möglich oder irgendwann in den nächsten 2-3 Jahren. Das Gleiche gilt für die Darlehen. Auch die Darlehen können natürlich sofort gegeben werden oder irgendwann in den nächsten 2-3 Jahren. Bei den Darlehen muss man dazu sagen, dass wir 2 Möglichkeiten haben, Darlehen zu bekommen. Die eine Möglichkeit ist ein Nachrangdarlehen. Ja, einige von euch kennen das vielleicht. Ein Nachrangdarlehen heißt, es gibt keine Absicherung der Bank. Es ist ein sehr großes Vertrauen, dem EBTC gegenüber, ein Nachrangdarlehen zu geben. Das heißt einfach, wenn das EBTC baden geht, dann wäre der Darlehensgeber der allerletzte im Nachrang, der sozusagen bedient werden würde, ausgezahlt werden würde. Diese Nachrangdarlehen haben für die Bank natürlich ein höheres Interesse, wenn das der Fall ist. Aber für die meisten, gerade privat, ist es auch interessant, ein Darlehen zu geben, was 100% von der Bank abgesichert ist. Das heißt, die Freikirchenbank hat ein Konzept entwickelt, gerade für Gemeinden, dass Darlehen gegeben werden können, die innerhalb eigentlich von einem Tag, wir schreiben im Darlehensvertrag 1 Monat, einfach nur, damit wir ein bisschen mehr Luft haben, aber unmittelbar zurückgezahlt werden können, wenn es notwendig ist, egal in welcher Summe. Und die Bank hat diese Darlehen mit abgesichert in ihrer Finanzierungskalkulation. Und trotzdem ist jedes Darlehen, was gegeben wird, Sie nennen das Geschwisterdarlehen, eine große Hilfe, weil für die gesamte Darlehenssumme das EBTC keine Zinsen zahlen muss. Und so beten wir einfach für diese
sehr großen Summen von 500, 5.000 Euro Spenden und 800.000 Darlehen, die wir noch brauchen. Und alles, was wir bis zum 10. Mai an Zusagen bekommen, kann eben jetzt schon berücksichtigt werden. Und dann gibt es noch einen riesen Block von 1 Million und das sind Eigenleistungen. Die Eigenleistungen, die schon geleistet wurden, sind 130.000. Und das ist einfach nur das ganze Papier, was wir gerade gezeigt haben. Die ganzen Geschwister, die da schon mitgearbeitet haben in den ganzen Planungsschritten und einfach auf viele, viele, viele Honorare verzichtet haben und ja, ihre Expertise eingebracht haben. Und in dieser Weise können sowohl Gemeinden als Teams in praktischer Arbeit, aber auch Handwerker und einfach Unternehmer helfen, indem sie uns Rechnungen stellen, die einfach ein bisschen rabattiert sind. Wir sprechen nicht davon, bei der ganzen Planung und all unseren Überlegungen, dass alles kostenlos sein soll, dass jeder, der kommt, kostenlos arbeitet. Aber es hilft enorm, wenn man seine Gewinnmarge reduzieren würde, würden wir einfach schon sehr viel sparen. Das sind super Gelegenheiten. Und die tatsächlichen Bautrupps sparen unglaubliche 6.400 Euro bei einem Baueinsatz von 2 Tagen. Also ein Freitag freinehmen, Freitag, Samstag arbeiten, mit 8 Mann, also ein Bulli voll machen. Ja, das ist so ein bisschen die Zahl. Wird 6.400 Euro schon sparen, weil jeder Arbeitstag mit 400 Euro zugute schlägt, was wir einsparen können. Und durch diese Kalkulation, dass einfach die Arbeit so gut honoriert wird, kommen wir auf diese Million. Wie würde das praktisch aussehen? Wir beten und planen, dass wir an 3 von 4 Wochenenden im Monat arbeiten und 12 Mann für jedes Wochenende brauchen über 2 Jahre. Nicht so viel. Es ist nicht wenig, aber es ist auch nicht unmachbar, unmöglich. Das ist einfach die Gelegenheit, wie praktische Leute, das sind alles Stundensätze, nicht von den Facharbeitern. Ja, das sind die Stundensätze, die angesetzt werden von den Hilfsarbeitern. Die Facharbeiter werden immer mit vor Ort sein und zusehen, dass die Sachen richtig laufen. Ja. Aber so kann geholfen werden, ganz praktisch an den Wochenenden. Dann, wie ich schon gesagt habe, es ist eine Riesenhilfe, wenn einfach Zulieferer, Materiallieferungen günstiger angeliefert werden oder wie soll man sagen, falsche Produktion auf einmal passen. Es ist so ermutigend und ich muss so oft daran denken, viele von euch kennen die ECG in Hellersdorf. Ja, da hat der Saal eine Sonnenschutzverglasung. Und diese Sonnenschutzfenster, die dort vor knapp 25 Jahren eingebaut wurden, die waren eine Fehlproduktion für den, der sie bestellt hat. Ja, die Maße, soweit ich mich erinnere, waren nicht ganz perfekt. Und der Glashersteller ist irgendwie auf die ECG in Hellersdorf und meinen Vater gekommen und ihm wurden diese Fenster angeboten und er hat die Fenster zwischen den festen, es war ja ein Altbau, bestehenden Betonsäulen ausgemessen und es passten genau 3 Fenster hinein. Und was war es für den Hersteller? War es ein Fehler in der Produktion? Was war es in Gottes Plan? Einfach ein Geschenk des Himmels für die Gemeinde. Und jeder hat sich gefragt, wo haben die denn Sonnenschutzfenster her? All diese Dinge, für die ist unser Herr nicht zu klein. Und er kann auf vielerlei Weise wirken. Und so sind diese vielen Nullen und diese riesigen Summen beängstigend können sie sein. Und gleichzeitig wollen wir im Glauben einen Schritt nach dem anderen vorangehen und Gelegenheit geben für viele Geschwister auch mit teilzuhaben an dem Ganzen. Das ist ja genau das, was in Hebräer 13 gesagt wird über Leiter, Älteste, dass die sollen beobachtet werden von den Gemeindegliedern, wie sie im Glauben gewandelt sind. Und wir würden sagen, wir machen das nicht, da müssen wir zu viel, wir können den Glauben haben wir nicht. Aber wir haben den Glauben. Gott hat uns den geschenkt
Und wir wissen, dass das natürlich nicht das Geld ist. Aber wie gesagt, Gott gehört alles. Er kann alles möglich machen. Wir wollen das auch nur erzählen und die Möglichkeiten geben, dass ihr mitwirken könnt und dass noch viele andere mitwirken dürfen. Und das ist natürlich dann ein großer Segen. Der Segen ist, wenn am Ende das Gebäude stehen darf und wir das alle benutzen können zu größeren missionarischen Werken. Ja, und viele von euch wissen, dass mittlerweile viele Gemeinden in Berlin entstanden sind, was ein Riesensegen ist von verschiedenen Aspekten her, wo gesät wurde und bewässert wurde und der Herr das Wachstum geschenkt hat. Aber ihr müsst auch wissen, dass hier bei uns es fast keine Handwerker gibt. Es ist einfach Teil unserer Region. Wir haben wenig Industrie und wir haben wenig Handwerk selbst. Ja, es kommt viel Handwerk ein paar Meter weiter aus dem Osten, die hier arbeiten. Aber deshalb haben wir selbst aus den eigenen Reihen nicht so viel Kapazität. Und ich habe unserer Gemeinde gesagt, und ich sage es jedem Einzelnen, das ist, was Paulus den Philippern gesagt hat. Ihr tut, was immer ihr tun könnt, und für den Rest betet ihr. Und dann können wir mit Freimut beten. Und wir können wirklich überzeugt sagen, dass die hier uns nahestehen, schon viel investiert haben und tun, was sie tun können. Und deshalb wollen wir uns einfach weiter an die große universelle Gemeinde wenden damit. Ein Aspekt, den ein Bauunternehmer mir vorletzte Woche sagte, ist, als er das alles durchgeplant hat und er soll ein paar Angebote schreiben für gewisse Dinge, und dann sagt er, also wenn ihr hat natürlich verstanden, wie wir unterwegs sind und das ist alles auf Spenden basiert und ähnliches, gemeinnützig. Wenn ihr wirklich was sparen wollt, dann sorgt dafür, dass euch jemand ein Gerüst stellt, weil das kostet richtig Geld zu mieten. Also seit dem Moment beten wir auch für jemanden, der uns ein Gerüst stellt. Weil es sind ja ein paar Meter Gerüst, die man hier braucht. Für irgendwie 8-9 Monate muss es dann stehen. Ja. Auch da können wir einfach mit ins Gebet gehen oder auch einen Gerüstbauer, den ihr kennt, fragen, hey, willst du nicht ein Gerüst nach Berlin schicken? Werbemöglichkeiten gibt es dann auch an den Wänden, an den Gerüsten. Ja, schön. Und so wollen wir einfach viele Gelegenheiten geben. Ihr könnt helfen, indem ihr die ganze praktische Hilfe, könnt ihr über das Formular einreichen. Dann kommt nicht alles nur auf meinen Tisch, sondern Johann Wakentin hilft mir mit und Erik helfen mit bei der ganzen Organisation der Trupps, der Arbeiten. Ja, ihr könnt einfach Kontakt mit uns aufnehmen, wo ihr helfen könntet, wann ihr helfen könntet. Und auf der Neubau-Webseite, also das ist ebdc.org/Neubau, da sind die ganzen Updates da. Vielleicht habt ihr die Seite schon mal gesehen. Diese Neubau-Seite ist ein eigener E-Mail-Newsletter. Das heißt, wenn ihr alle Updates bekommen wollt zum Bau, müsst ihr euch da extra anmelden zu den E-Mails. Das sind nicht die normalen EBDC-E-Mails. Ja, da kommt nur ein bisschen seltener was. Und auf dieser Webseite ganz unten ist auch die praktische Hilfe möglich mit einzutragen. Und natürlich zuletzt, was wir veröffentlicht haben, dieser 10. Mai, auch die finanzielle Zusage von Spendendarlehen oder Darlehenszusagen und Spendenzusagen. Aber auch die Zusage von Eigenleistung nimmt die Bank schon als gegeben an. Also selbst wenn ihr das wisst, gerade wenn ihr vom Fach seid, dann erst recht, dass ihr sagt, ich möchte x Tage in den nächsten 2-3 Jahren mit investieren. Ja, kommt gerne auf uns zu und dann können wir das alles bis zum 10. Mai zusammentragen und einreichen und sehen, wie der Herr weiter wirkt. Du kannst ja mal erzählen, wie das mit der Bank auch zustande gekommen ist. Ich habe auch verstanden, normalerweise macht der Bank nicht. Die sagt, dass die alle Sachen einplanen oder mit einberechnet. Da sind die sind meistens sehr zögerlich in dem Bereich. Aber warum haben die das gemacht? Also eins unserer Mitglieder ist weggezogen und in eine Gemeinde gezogen, die gerade gebaut hatte. Und dann habe ich gefragt, ihr habt ja gerade gebaut, kann ich denn mal mit deinem Ältesten sprechen, der für den Bau verantwortlich war. Wir wollen halt alle Weisheit, die es so gibt, aufsaugen. Ja. Und den hatte ich unter anderem dann auch gefragt, weil er ja mal
hier gerade das durch hat. Mit wem habt ihr denn die Finanzierung gemacht? Und dann haben wir diese Freikirchenbank kennengelernt. Er war sehr begeistert, ja, von der ganzen Betreuung und dieser dienenden Haltung einer Bank für die Gemeinde. Wir haben den Kontakt aufgenommen und innerhalb kürzester Zeit hat diese Bank diesem so seltenen Konstrukt zugestimmt. Ja, dass ein Gebäude von 2 Vereinen gebaut wird, ist K.O.-Kriterium eigentlich bei jeder Bank gewesen. Neben all den meisten Banken, die sowieso Spenden nicht so richtig ernst nehmen als kalkulierbare Einnahme. Ja, ist ein Riesenwunder und vor ein paar Wochen war die Bank hier vor Ort, hat sich alles angeguckt, war ein bisschen schockiert über den Zustand des Geländes. Aber die haben gar nicht gesehen, wie es vor einem Jahr noch aussah. Wir haben schon so viel gemacht. Wow. Ja. Gott wird wirken. Wow. Alex, haben wir denn noch mehr Fragen bekommen? Ihr könnt auch jetzt noch Fragen stellen. Also wir sind noch hier und noch ein bisschen Zeit. Ja, danke, dass ihr auch so reichlich geantwortet habt auf die Büros. Also wir haben herausgefunden, eigentlich war fast niemand bei uns in den Büros. Das ist auf jeden Fall eine Einladung. Ja. Schreibt uns, solange ihr noch könnt und uns in den alten Büros besuchen kommt, und ihr dürft sogar zum Mittagessen bleiben. Also ernst gemeint, diese Einladung. Genau, wir haben ein paar Fragen bekommen. Schreibt die bitte rein. Alles, was ihr an Fragen habt. Jetzt habt ihr die Chance. Ihr habt uns live vor euch. Eine der Fragen ist, was für eine Energieversorgung wir eigentlich planen. Ob wir Öl planen. Ja, wir sind ja hier direkt in Schwedt an der Raffinerie. Haben wir nicht schon gebohrt? Oder Solar. Was machen wir überhaupt mit der ganzen Energiesache? Und ich glaube, die Sache ist mit dem Energieberater und die ganze Sache, das passt ja auch direkt gut da rein. Ja, das ist wieder eine eigene Story. Also die kurze Antwort auf die Frage ist, dass 2 Wärmepumpen und eine Gastherme eingebaut werden, sodass wir auf Hybrid laufen können, wenn wir wollen. Aber auch die Wärmepumpen ausreichen. Ein paar Solarzellen, aber nicht so, dass das Gebäude verunstaltet wird, ist die Planung. Oh, ich habe auch noch das Gebäude hier in 3D. Ja, das muss ich auch noch zeigen. Aber die eigentliche Geschichte mit unserem Energieberater ist auch herrlich. Ein Absolvent in Berlin, der ein Jahr lang bei mir übernachtet hat. Ja, unsere Schüler übernachten in Gastfamilien und er hat bei mir übernachtet. Den habe ich kennengelernt dort das Jahr über und er ist eben in Heizung und Sanitär und sonst was. Er ist bereit, uns die gesamte Technikplanung zu machen. Und ihn habe ich dann gefragt, wen kannst du uns denn empfehlen als Energieberater? Und dann sagt er, ja, höchste Empfehlung, tolle Zusammenarbeit, hier ist der Kontakt. Aus seiner Gegend, da Öhenhausen, glaube ich, irgendwo. Und dann habe ich ihn kontaktiert und das Projekt vorgestellt und er war so interessiert und so zuvorkommt, stellt sich am Ende raus, er ist Christ. Und wusste nicht mal, dass der Techniker, der ihn empfohlen hat, auch Christ ist. Ja, also hat er auch sehr hohes Interesse. Er ist nicht nur Energieberater, er ist Vollblut-Architekt. Er hat die Zulassung in allen Bundesländern und hat viel Erfahrung in öffentlichen Gebäuden, Bahnhöfen, Schulen, Sporthallen und all dem ganzen Zeug. Und er hat gesagt, ich mache euch die Energieberatung, aber ich bin mit all meinem Know-how da für dieses Projekt. Und das ist eine herrliche Führung gewesen, auch in dem Punkt. So viel zu unserer Stromversorgung. Eine zweite Frage, und da kann ich Hendrik gleich mal bitten, der hier mit an der Kamera steht, einmal die Straße runter zu filmen. Dann können wir euch das mal zeigen, weil eine der Fragen ist, wo unser Objekt eigentlich liegt. Ist es ein reines Gewerbegebiet? Haben wir hier ein Mischgebiet? Ist es Wohngebiet? Was sind das für Nachbarn? Also das, was ihr jetzt gleich seht, was Hendrik da filmt, ist ein Wohngebiet. Es sind ein paar Häuser, aber das ist eigentlich noch was ganz Besonderes, das Gebiet hier. Ja, es ist ein seltenes Mischgebiet und Mischgebiet haben wir eben nötig, weil wir Gewerbe und Wohnen zusammen vereinen und natürlich noch die Veranstaltungsflächen. Davon gibt's nicht viel hier in der ganzen Gegend an Mischgebieten. Gewerbegebiet will man uns eigentlich nicht haben, weil mit den ganzen Kindern, hat das Bauamt immer gesagt, also die ganzen Kinder und die ganzen LKWs, das funktioniert nicht, sucht euch was anderes, als wo wir als Gemeinde gesucht haben. Und so ist dieses Mischgebiet perfekt gelegen.
und einfach eine ideale Lage. Wenn ihr das Luftbild vielleicht nochmal einblendet, ja, dann sieht man, dass es nebendran, ich glaube in die Richtung, da beginnt das Gewerbegebiet. UPS, Amazon und eine Menge Lagerhallen sind direkt daneben. Und ja, um uns herum ist ansonsten eben noch die Schule. Mit der Schule natürlich eine gute Busanbindung und sonstige super Straßenanbindungen. Wir sind eigentlich einen Steinwurf von der B1 entfernt und die B1 ist dann schnell auf der Autobahn, ja, zügig, sowohl in der Stadt als auch draußen. Ja, eine Frage war noch, und über die haben wir uns selbst ja auch viele Gedanken gemacht. Wie kommen eigentlich die Paletten in den Keller? Ja. Oder müssen wir jede Palette abladen und runtertragen? Übrigens, wer freiwillig uns dabei helfen kann, dann können wir uns, glaube ich, auch Geld sparen. Die Paletten im Keller, ja, dafür haben wir unter anderem den Aufzug. Der Aufzug kann die 1200 Kilo transportieren. Die konnte er sowieso transportieren, weil die Anforderung an den Aufzug war, dass ein Tisch reinpasst, so ein 1,80 Meter Tisch. Und wenn ein Tisch reinpasst, dann hat er auch gleich die Größe und die Gewichtsklasse. Und trotzdem ist es noch kein spezieller Lastenaufzug, so dass auch da die Wartungskosten sich wenigstens im Rahmen halten von normalen Aufzügen. Das ist der Standardweg über den Aufzug. Und der Plan B ist hintenrum, also am Ende vom Parkplatz, hat unser Gebäude eine zweite Treppe, einen zweiten Zugang, wo Paletten auch einfach über eine Rampe oder ein extra Lift rein und raus können, sodass wir auch da Optionen haben. Ja, das war's erstmal von Fragen. Gut. Christian, was versprichst du dir denn von dem Gebäude, wenn es eingeweiht ist? Zeitplanmäßig, haben wir eigentlich das große Gebetsanliegen, sind die 2 Gebetsanliegen, die Finanzierungszusage, die im Juni beschieden wird, deswegen der 10. Mai. Und dann die Baugenehmigung, die läuft und noch erteilt werden muss. Wenn die 2 Dinge zusammenkommen, dann könnten wir am 1. Oktober starten. Und wenn dem so wäre, sagen die Experten irgendwie 2 irgendwas Jahre Bauzeit, je nachdem wie die ehrenamtlichen Arbeiten natürlich laufen. Wenn wir dann irgendwann in 2,5 Jahren hier stehen würden und das Gebäude wäre fertig, was versprichst du dir davon und wie würde das den Dienst weiter? Erstens ist hier nicht nur, dass wir das EBTC hier haben, sondern auch die Gemeinde, die hat natürlich immer Potenzial zu wachsen. Wir können von dann ab auch alle Klassen eigentlich hier im Gebäude abhalten. Das bedeutet für die EBTC-Klassen in Berlin. Wir würden auch international einige Sachen machen. Wir haben auch das TMAI und GMI, das sind die ganzen europäischen Missionare, die für Grace Ministry international arbeiten. Die verwalten wir von hier, die können auch hier stattfinden, einige Treffen und einige Meetings, die wir haben. Wir haben immer jedes Jahr, wenn es so ein Summit, ein Zusammenkommen von allen Leitern von Trainingszentren in Europa und deren Assistenten. Da treffen wir uns dieses Jahr in Frankreich mit 60 Leuten. Aber viele dieser Dinge könnten dann hier stattfinden und organisiert werden. Und die Anbindung ist so optimal dann für uns auch und wir haben Platz, dass wir das alles wahrnehmen können. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass viele von uns auch sehr kreativ denken und immer neue Ideen haben. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir irgendwann mal eine Pause oder Ruhepause hätten. Das wird immer weiter vorangehen. Also mit Gemeindegründungsseminaren, das sind die Gemeindegründungsseminare, aber diese Gemeinden werden gegründet. Also da passiert sehr viel. Das ist unser Ziel ja auch. Und wir haben die Möglichkeit, und das auch hier angesprochen worden ist, mit einfach Leute, Praktikanten und richtige Jüngerschaft zu machen, vor Ort mit Gemeinde und dem EBTC zusammen. Und dieser Gemeinschaftsprojekt hat sich bewährt für uns und für die Leute, die wirklich vorangehen wollen und danach eigene Gemeinde mitgründen oder zurück in ihre Gemeinden gehen und dort eine leitende Rolle übernehmen. Wie auch immer, wir haben einfach hier sehr viele Möglichkeiten, die uns vor dem nicht so gegeben waren.
Ja, und die ganzen Rüstzeiten von Aufbau, Abbau und den Transportwegen unter den Räumlichkeiten wäre sehr hilfreich. Viele Kosten werden dadurch wegfallen, aber natürlich, die sind im Gebäude drin am Ende. Ja, ich habe das 3D-Bild vergessen. Also hier ist nochmal die schöne aktuelle Entwurf der 3D-Zeichnung, wo man ja einfach diese 2 Geschosse mit dem Dachgeschoss gut sehen kann. Das ist die ganze Veranstaltungsetage und hinten dran ist dann der Saalbereich. Ja, das ist jetzt die Gartenseite sozusagen, die abgebildet ist und von hier die Straßenseite. Also wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns besuchen kommt. Nicht nur dann, auch vor dem, schon zum Essen seid ihr eingeladen worden von Alex. Und das wollen wir auch wahrnehmen. Nebenbei, was nie selten erwähnt wird, ist, dass das EBTC über die Jahre sehr viele Essen auch produziert hat. Und ich hab das mal ausgerechnet. Pro Jahr sind das ungefähr 12.000 und mehr. Einfach durch die verschiedenen Standorte 10-mal im Jahr plus die Veranstaltungen, die Konferenzen, die wir haben. Es wird sehr viel gekocht und das wird auch vor Ort hier sein. Und wir freuen uns natürlich für Leute, die Interesse haben in dem Bereich. Und was Küche anbelangt und Hauswirtschaft, brauchen wir immer Hilfe. Ja. Brauchen wir immer Hilfe. Aber ihr habt noch mehr Fragen gestellt, Alex. Was ist noch reingekommen? Ja, vielen Dank für die Frage noch. Ich glaube, die ist wichtig nochmal zu klären. Du hattest vorhin gesagt, du hattest ja das Beispiel von dem Bautrupp hier. Ja. Dazu kam die Frage. Jetzt fragt jemand, ob man die Zahl auch noch erhöhen kann, sozusagen. Also, darf man nur am Wochenende kommen? Oder ist es auch möglich, für 3 Wochen am Stück zu kommen? Oder längere Zeit zu kommen? Oder kürzere Zeit zu kommen? Und ich glaube, das gilt auch für all die anderen Sachen. Die Absolut. Bandbreite, kannst du vielleicht noch was zu sagen? Ja, Amen. Absolut. Also natürlich ist jede Hilfe willkommen. Ja, es gab auch schon Anfragen von, hey, ich will mir einen Monat unbezahlten Urlaub nehmen, was ist der beste Monat? Herrliche Fragen, wir freuen uns über diese Fragen. Natürlich sind die ganz konkreten Zeitpläne noch schwer zu machen, ohne dass wir diese Stempel haben, die Baugenehmigung haben. Aber in jeder Hinsicht ist eigentlich jedes Format möglich. Wir haben aktuell einen Altbau, so 1 Kilometer in diese Richtung. Man kann gut zu Fuß laufen. Es ist ein Gebäude, wo jetzt nicht unbedingt jemand einziehen würde, aber es ist auf jeden Fall warm und genug Wasser und gut für die Übernachtung und für das Bleiben. Also auch längere Aufenthalte können wir einfach halten wir die Zimmer vor. Wir kümmern uns bei jedem Bautrupp um Unterkunft, Verpflegung. Und wenn ihr möchtet, Berlin-Tour, Wittenberg-Tour, Luther-Tour, Andachten, das können wir alles unseren Teil mit beitragen. Deshalb eignet sich auch mal ein Baueinsatz über einen Feiertag. Dann kann man den Feiertag für einen Ausflug nutzen und die anderen Tage zum Arbeiten. Also jeglicher Zeitabschnitt ist möglich. Ja, und dann wäre noch eine Frage, die auch immer schon mal wieder gekommen ist, wenn man jetzt in einer Firma arbeitet, wo zum Beispiel der Chef selbstgläubig ist oder in einer Firma arbeitet, wo man gute Beziehungen dazu hat, würde das überhaupt was nützen, wenn man jetzt zum Beispiel Böden herstellt für so ein Unternehmen? Was wären da die Schritte? Was macht man da? Ja, wir haben heute drüber geredet, so Dachziegel braucht man ja für so ein Gebäude auch ein paar. Also wie geht man da vor? Ja, das ist alles eigentlich der ganze Bereich von wir erwarten nicht komplett kostenlose Hilfe, nur Ehrenamt, nur Spenden. Ja, wir sind gerne bereit zu bezahlen und haben das auch bei den ganzen Planungssachen. Ist jetzt keine Planung dabei gewesen, die komplett unbezahlt war, aber einfach mit Rabatten, mit ehrenamtlichen Stunden oder ähnliches. Und hier ist es genauso, dass Unternehmer auch schon auf uns zugekommen sind und gesagt haben, das eine war ein Möbelbauer. Ich plane euch alles, ich baue euch alles ein und ich gebe euch einfach meinen Selbstkostenpreis. Und das sind riesige Unterstützungen, wofür wir so dankbar wären. Also egal welcher Kanal
möglich ist und egal welches Material es ist oder Werkzeuge oder Maschinen, ja, wie so ein Gerüst oder anderes hilft alles. Ja. Und jetzt haben wir ungefähr 50 Leute, seid ihr, glaube ich, gerade in der Gruppe. Nicht jeder kennt jemanden, aber die meisten von euch kommen aus Gemeinden, wo Leute sind, die in sowas arbeiten. Gibt es da auch eine Möglichkeit, was weiterzugeben oder kann man die Leute direkt an uns weiterleiten? Ja, alles uns zusammen. Also das Beste ist ja immer, dass der persönliche Kontakt da ist. Ja, wir können dann zu dritt eine Zoom-Konferenz kurz machen. Wir können drüber sprechen, wir können anrufen und Kontakt aufnehmen. Ja, sehr, sehr gerne in jeglicher Form. Ich habe letzte Woche einen Anruf bekommen, direkt auf mein Handy. Es ist selten, dass jemand direkt meine Handynummer bekommt. Und die Schwester sagte, ich habe gehört, ihr braucht Darlehen. Hilft euch denn auch ein Darlehen von 1.000 Euro? Und ich musste nicht lange überlegen und habe gesagt, natürlich hilft uns ein Darlehen von 1.000 Euro. Wenn du jetzt zugeguckt hast, dann denkst du vielleicht, ihr habt gerade von 800.000 gesprochen. Ja, haben wir. Was ist denn das Wertvolle an dem Darlehen von 1.000 Euro? Es ist die Schwester, die nicht aufhören wird, für diesen Dienst und dieses Projekt zu beten. Ja. Das ist die große Überzeugung. Ja, und deshalb ist die Summen sind zweitrangig. Das ist das Prinzip, was Jesus immer gelehrt hat. Die Herzenshaltung, ja, ist das wichtige Element und deshalb sind wir für jede kleine Unterstützung dankbar und für jedes Gebet, was dahinter steht und jedes Gebet ohne Unterstützung genauso dankbar. Ja. Wir praktizieren alles auf 2. Korinther 8 und 9, die Kapitel, wo es einfach, dass Gott wirklich einen freudigen Geber liebt und das auch segnet. Das ist ganz einfach so und wir haben das immer wieder erlebt. Es kommt nicht drauf an, wie viel. Ich weiß noch, dass wir bei jemandem zu Besuch waren, Cheryl und ich, und die Kinder haben gesammelt und haben uns dann, eine Spardose gegeben für Spenden und haben gesagt, das dafür. Was glaubst du, was ist das Herz, wie uns das berührt hat? Das ist manchmal viel mehr wert, solche Situationen zu erleben und zu realisieren, dass es wirklich, Gott guckt aufs Herz, nicht auf die Masse. Wirklich nicht. Aber ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Danke für euer Interesse. Ja, Tragt das super. Anliegen gerne weiter. Wir Bitte. werden dann im Juni nochmal einen Zoom-Call machen und über das, was immer sich bis dahin entwickelt hat, sprechen. Ja. Alex ist im Moment nicht da, von daher gehe ich davon aus, alle Fragen sind beantwortet. Jawohl. Sehr schön. Und ja, wir möchten gerne einfach zum Abschluss noch beten und dem Herrn danken für alles, was er schon gewirkt hat. Ja. Christian, magst du mit uns beten? Vater Gott, wir sind dir vom Herzen dankbar für deine große Güte, deine Gnade, die wir seit Anfang an über diese 25 Jahre immer wieder erlebt haben, bis zu diesem Zeitpunkt. Und wir haben immer wieder erlebt, dass du viel mehr tun kannst, als was wir überhaupt begreifen können. Und viele dieser Sachen, die wir schon erlebt haben, hätten wir uns nie und nimmer vorgestellt. Und trotzdem haben wir auch das Wort, was uns im Hebräer gesagt ist, dass wir im Glauben wandeln sollen, dass wir ein Vorbild sein sollen in dem Sinne, dass wir nicht kleingläubig sein sollen, sondern klar, wir sollen auch die Kosten berechnen. Wir sollen aufpassen, dass wir keine Fehler machen. Aber wenn wir die berechnet haben, wenn wir alles richtig gemacht haben und doch die Hände vor dir öffnen, Herr, so danken wir dir auch, dass du wirst sie füllen und du wirst uns auch das Gelingen schenken, denn nur du kannst es tun, kein anderer. Und das sind wir von überzeugt und wir hoffen, dass wir mit vielen Gemeinden und Einzelpersonen eine Partnerschaft eingehen dürfen und dass es nicht ein Gebäude ist, was eine oder zwei Personen oder eine Gruppe hier oder da gemacht hat, sondern dass es wirklich ein Glaubenswerk geworden ist. Und auch am Ende können wir alle hier stehen und einfach auch dafür danken und dich preisen für deine große Güte und deine Gnade. In Jesu Namen. Amen. Amen. So. Vielen Dank für eure Zeit Ja, und danke. einen gesegneten Abend.